Ja, Sas, ich bin Pavlos und ich habe was total Beklopptes vor. Als ich heute Morgen im Hotel Bescheid gesagt habe, war die Reaktion folgendermaßen. You are crazy! Was möchte ich tun? Ich bin im Moment im Atlantik, auf den Kanaren, auf La Palma. Und ich möchte die große Inseldurchquerung machen. Soweit so gut, die Eckdaten klingen nicht ganz so spannend. 80 Kilometer, 4000 Höhenmeter, naja, anstrengend, aber geht. Was macht es besonders schwer? Der Start ist ein klassisches Sea to Summit, also vom Meer, von 0 Höhenmeter, auf den Gipfel, 2500 Höhenmeter. Das ist mehr, als auf die Zugspitze zu laufen. Als wäre das nicht genug, haben wir Winter und hier soll die 1-Grad-Regel gelten. Was heißt das? Alle 100 Höhenmeter ist es 1 Grad weniger. 18 Grad da unten, das heißt oben auf dem Gipfel -7. Was im Winter noch dazu kommt, ist, dass es hier nur 10,5 Stunden hell ist und 13,5 Stunden dunkel. Das heißt, man kann kaum laufen oder man läuft im Dunkeln. Und ich habe keine Genehmigung zum Zelten erhalten. Spanische Behörden. So, was kommt noch dazu? Diese Tour hat keine klassische Infrastruktur. Es ist nicht so, dass man eine Tagesetappe macht und danach hat man die Hütte, Essen, Trinken und so weiter. Nein, das gibt es nur 1 oder 2 Mal auf der Tour. Das heißt, man muss alles mitschleppen. Ganz viel Wasser, ganz viel zu trinken und vor allem am Anfang der Tour. Das heißt, ich bin so vollgepackt, so schwer. Wow. Aber hilft alles nichts. Alle haben wir gesagt, vergiss es, das schaffst du nicht. Ich probier's. Mehr als scheitern kann man nicht. Und jetzt geht's los. Und zwar da lang. Haha. Boah, ist das anstrengend. Gleich der Anfang. Gefühlslage, Notiz Nummer 1. Euphorie. Yes, ich schaff das. Ha. Übrigens steht hier auf dem Schild, dieser Weg ist nur für widerstandsfähige Wanderer. Ich bin erst bei 700 Höhenmeter. Und mein ganzer Körper schreit, aufhören, aufhören. Höhenmeter. Gefühlslage Notiz Nummer 2. Das ist doch bekloppt.
Wisst ihr was? Ich fühle mich beschissen. Und zwar nicht, weil ich total am Ende bin. Also totalst. Nicht deshalb. Ich finde keinen geeigneten Schlafplatz. Das Einzige, was irgendwie gehen würde, ist dieser Wanderweg. Aber das kann ich nicht bringen. Ich wollte noch was sagen, aber ich kann nicht mehr. Ich muss erst mal atmen. Meine Güte. Also 1800 Höhenmeter wollte ich schaffen. Es sah ganz schlecht aus. Mittendrin. Jetzt habe ich 1600 geschafft. Jetzt ist mir es egal. Ich will jetzt nur noch einen Schlafplatz. Wenn ich nur noch 5 Meter laufe. Also, weiter geht's. Ich komme nicht hoch. Oh, Kreislauf. Kreislauf. Ich habe endlich einen Schlafplatz gefunden. Die Sonne geht unter. Ich zeig's euch mal. Hier. Das ist die Stelle. Ja. Da geht's sehr steil hoch. Da geht's nicht ganz so steil hoch. So, das ist mein Zelt. Das Problem ist, der Boden hier ist Lava. Deshalb kann man keine Haken reinmachen, also nicht mal annähernd. Das heißt, das fällt sich zusammen. Das Außennetz kann ich sowieso nicht dran machen. Naja, dafür esse ich jetzt was Leckeres zu Abend. Also, ich esse noch was. Dann ein bisschen die Pfanne. Bis jetzt ist nur ganz leichter Wind. Ich bin mal gespannt, wenn die Konsole ganz weg ist. Also wenn ich Wind bekomme, habe ich ein Problem. Wir werden sehen. Wenn es gut läuft, bis morgen früh, sonst bis später. So, was mich ein bisschen beunruhigt, ich habe hier mehrere Schilder gesehen, weiße Schilder mit einem schwarzen Hund. Keine Ahnung, was das bedeutet. Guten Morgen. Was für eine Höllennacht. Und zwar, das Problem war ja, dass ich keinen Platz gefunden habe, wo ich das Zelt aufbauen kann. Den ich gefunden habe, der war etwas abschüssig. 1 Meter weiter ging es tief runter, die Caldera. 1000 Meter tief. So weit, so gut, kein Problem. Nachts bin ich eingeschlafen, kurz darauf wieder aufgewacht, lag so schräg. Dann habe ich gemerkt, dass ich schon etwas weiter nach unten gerutscht war. Und ja, dann konnte ich kein Auge mehr zudrücken. Es ging nicht mehr. Dann hatte ich Panik. Also habe ich gedacht, okay, anderen Schlafplatz suchen. Alles zusammenpacken und in der Nacht los. Ich war auch so schlecht drauf. Ich war wirklich schlecht drauf. Keine Fotos, kein Film, gar nichts. Und das ist sehr ungewöhnlich für mich.
Also lief ich bergauf. Lief. Und als ich was gefunden habe, was einigermaßen ging, war ich ungefähr 300 Meter vom Gipfel. 300 Meter vom Gipfel. Es dämmerte. Dann wäre es so, das schaffe ich jetzt auch noch. Das ist mir jetzt egal. Jetzt will ich ganz schön schnell. Also, da oben ist der Gipfel. Roque de los Muchachos. 24 Stunden. Vorstellen, wie eiskalt es hier oben ist. Wahnsinn. Übrigens habe ich gestern tagsüber und nachts 3,5 Liter Wasser getrunken. Aber auf einmal habe ich Platz im Rucksack. Jetzt passt alles rein und ich nicht alles schleppen. Das geht gar nicht. Plan B. Endlich regnet's. Damit löse ich wenigstens mein Wasserproblem. Ha! Ich habe seit Ewigkeiten keinen Menschen mehr gesehen. Warum wohl? Außergewöhnlich ist. Es ist so viel Wind. Der Regen fällt natürlich nicht senkrecht, auch nicht diagonal, auch nicht waagerecht. Er kommt von unten, geht nach oben. Ja, Hammer! Der Wahnsinn! Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich weiß auch nicht, ob ihr mich versteht. Es bläst mich einfach nur weg. Oh.
Das Wasser bläst nach oben und an den Füßen fließt es wieder zurück. Wahnsinn! Wahnsinn! Da ist die Caldera, da geht es 1000 Meter tief ab und da ist das Meer. Und hier ist ein Sturm. Es ist so kalt, dass sich Eis bildet. So stürmisch. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich packe gerade die letzten Sachen zusammen. Hier oben habe ich geschlafen. Also nicht auf dem Tisch nebendran. Aber da wurde ich von einem freundlichen Parkwächter geweckt. Der mich gefragt hat, ob ich eine Genehmigung habe. Daraufhin, Moment, ich kann mich nicht konzentrieren. Wisst ihr, typischer Mann. Zwei Sachen auf einmal geht nicht. Kaum erzähle ich euch das. So, das kommt hier einmal festgezurrt und das kommt hier rein. Nochmal festgezurrt. Also, ein freundlicher Parkwächter weckte mich, fragte mich auf Spanisch, ob ich eine Genehmigung habe, hier zu zelten und zu übernachten. Darauf habe ich versucht, ihm zu erklären, ich hätte ja gerne, aber die spanischen Behörden sind ein bisschen langsam. Das hat er nicht verstanden, weil er nur 3 Wörter Englisch konnte. Tja. Also habe ich gemeint, okay, habe meine Sachen zusammengepackt, bin auf die andere Seite des Refugio El Pilar und habe sie jetzt in Ruhe zusammengepackt. Naja, jetzt geht's los. Jetzt kommt der Teil, der sich Vulkanroute nennt. Ja, ich muss laufen, um mich aufzuwärmen. Es ist alles eiskalt.
Nacht habe ich irgendwo da übernachtet. Der zweite Tag war die Wanderung an der Caldera. Moment, gehen wir ein bisschen weiter. Dann da runter. Da war die Hölle. Die Hölle, sag ich euch. Und die Monsterwanderung endete gestern Mitternacht da unten bei El Pilar. So, ich habe jetzt die Hauptroute verlassen. Und zwar der GR 131 oder die Vulkanroute hier. Die schlängelt sich an mehreren Vulkanen vorbei. Und jetzt bin ich weg vom Weg, weil einen dieser Vulkane, den möchte ich besteigen. Und ich habe es lange überlegt, soll ich nicht, weil die Beine sowas von schmerzen. Aber habe mich entschieden. Let's go! So, hinter mir ist der Norden der Insel. Wir sind jetzt im Süden. Man sieht hier super die zwei Seiten oder die zwei Wetterzonen der Insel. Also es gibt mehr, aber die zwei wichtigsten. Auf der Seite, da wo die Wolken sind, da ist auch die Hauptstadt. Und da ist immer grau und grau. Du bist unter den Wolken. Bäh. Also ekelhaft. So, hinter mir ist das Hochgebirge, Hochgebirgsklima, eiskalt, sonnig, aber eiskalt. Und auf der Seite, da ist zum Beispiel Los Llanos und Tazacorte, die zwei größten Städte hier. Und da ist Sonne pur, von morgens bis abends, jeden Tag. Es ist der Wahnsinn.
zum Leuchtturm. 22,3 Kilometer, dort ist das Ziel. Normalerweise würde ich sagen, 22,3 Kilometer, komm, das ziehen wir durch. Aber nach diesen 2 Tagen, ohne Worte, ohne Worte. Nee, mir fällt nichts ein. Ich bin so fertig. Ich muss weiter. Noch 22,3 Kilometer. Hier wäre ein guter Schlafplatz. Also echt gut, im Gegensatz zum Mist, den ich zuletzt hatte. Aber 4,8 Kilometer entfernt ist Los Canarios. Eine Stadt. Eine Stadt. 3 Tage laufe ich jetzt irgendwie in den Bergen. Da ist eine Stadt. Ein Kaffee, ein Bier, eine Pizza, ein Burger. Ganz viele ungesunde Sachen. Also ich knie mich nicht, weil wenn ich mich knie, dann komme ich nicht mehr hoch. Hey Leute, ist das nicht atemberaubend? Wow! Wow! Ich lasse euch mal damit allein. Die Stadt, noch 500 Meter und ich bin da. Ich bin so glücklich. Nur noch ein paar Meter. Dann hab ich's. Was ist denn das? Muss mal Licht machen. Was ist das hier? Ein Wanderer? El Caminante, The Hiker. Das ist ja cool. Dieser Imbiss ist die letzte Absteige, aber genau das brauche ich jetzt. Total fettige Sachen. Es gibt Hamburger und Hamburger Spezial. Hamburger Spezial ist mit Ei, offensichtlich. So, gute Nacht.
someday, if you find them, go scatter castle of your mind. Remember the times when we laughed, screaming together to the windy skies. And someday, my friend, if you find rabbit that runs as the day go by, fish that can swim as the turtle's eye, don't hesitate, don't pass me by. And the young blossom me that slurps, well, can it be worth it for you and me? Flowers in garden of our youth can show you the way for the truth. Es waren zwar nur 4 Tage, aber trotzdem eine unfassbar intensive Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Diese Tour hatte alles. Schmerz, Leid, Freude, Stolz. Vulkane, Wüste, Hochgebirge, Stürme. Alles in allem die Nummer 1 meiner persönlichen Top-Tourenliste. Macht's gut, das war Pavlos. Yassas.